Herzlich willkommen zu der 4. Folge von Ueli on Tour. Wie wir langsam alle wissen, sind wir 3 Teams, die versuchen, eine Flagge zu schnappen und die an einen Endpunkt zu bringen. Der Jan und Flavia müssen auf Montreux, der Micha und der Gianni auf Chiasso und der Dorian und ich auf Davos. In der letzten Folge haben der Dorian und ich die Flagge übernommen und sind auf Baden. Dort haben wir Challenges gemacht, sind von Micha und dem Gianni abgehauen und auf Zürich gefahren. Auf dem Weg sind der Jan und Flavia zugestiegen und haben uns die Flagge weggeschnappt. Am HB haben sie die Flucht ergriffen und nur ein paar Sekunden später haben uns der Micha und der Gianni ebenfalls verwünscht. Wir haben uns so sicher gefühlt im Zug. Es ist verdammt viel passiert gerade. Der Jan ist uns zuvor gekommen. Nein, Übrigens, falls ihr uns nicht kennt, das ist eine Produktion von unserem Podcast Limoncello. Scheiße. Hey, wir haben gut gekämpft, Nick. Wir haben wirklich gut gekämpft. Wir haben nicht erwartet, dass das passiert. Und da sind die zwei. Ciao. Nochmal kurz als Reminder, der Gianni und der Micha dürfen schon nach 5 Minuten weitermachen, der Dorian und ich müssen 20 Minuten warten. Wir müssen aufarbeiten, was jetzt gerade alles passiert. Ich wusste noch vorher, uns ist eigentlich gut gegangen im Zug. Wir denken, wir haben es geschafft. Wir denken, wir gehen nach Zürich, alles ist gut. Ich habe mich verarztet. So. Kannst du mal zeigen? Schau da. Ja genau, da hat er jetzt ein Pflaster. Genau. Okay. Er weiss jetzt aber nicht, dass wir auch in Zürich sind, darum versuchen wir ihn möglichst schnell aufzuspüren. Die sind jetzt ganz weit. Oh, die sind jetzt... Wo sind sie? Die sind mit dem Zug. Harbruck, wir müssen auf die Harbruck. Und jetzt müssen wir 20 Minuten warten. Das heisst, wir gehen jetzt etwas essen irgendwo im Bahnhof. Oh ja genau, ich brauche auch noch etwas zu trinken. Wir haben eigentlich gedacht, der Jan geht nach Hörbrück oder so. Aber vielleicht geht er Richtung Bern. Hoffen wir nicht. Der kann sein, dass er irgendwie der Tour einfach in die Richtung gegangen ist. Ja, den nach Bern haben wir genau verpasst. Wir haben uns jetzt entschieden, da Flavia und der Jan wieder zurückgehen auf Alten und so weiter. Wir ihnen jetzt natürlich mit dem Zug nachreisen. Das Endziel ist Bern. Aber wir haben noch ganz viele Zwischenhaltestellen. Yes. Und vielleicht noch doch aussteigen, falls sie jetzt doch irgendwo anders durchgehen. Hoffen wir das Beste. Das ist das Einzige, was wir von der Street Parade wahrscheinlich sehen. Ja. Ist nichts geworden. Der Dorian und ich nehmen den Bummelzug auf Bern, um die Möglichkeit zu haben, überall auszusteigen. Das gibt dem Jan und der Flavia aber einen riesen Vorsprung, weil sie haben nämlich den Schnellzug auf Bern genommen. Dummerweise hat ihr Standort für eine kurze Zeit gesponnen, was der Micha und der Gianni zuerst auf den falschen Weg gebracht hat. Und das hat ihnen ebenfalls wertvolle Zeit gekostet. Wir sind in Bern, aktuell mit noch 46. Währung, Uelis. Mit dem kommen wir nicht weit, weil unser nächster Stopp wäre eigentlich Lausanne. Darum sind wir jetzt in Bern wieder darauf angewiesen, auf Glück, auf gute Challenges, Geld. Ja. Sie haben jetzt einfach etwas Gutes, bitte. Danke. The Good, the Bad and the Ugly. Sucht in eurer Stadt einen Ort mit einer 2-Sterne-Bewertung oder weniger und zählt 5 positive Eigenschaften auf. Gut, das schaffen wir. Wir schauen mal schauen. Hallo Leute, Hallöchen. wir sind hier im Zug. Was haben wir herausgefunden, Dorian? Sie haben es tatsächlich genug Coins geschafft, um nach verdammt Bern zu gehen. Aber die müssten jetzt pleite sein eigentlich. Das Ja, kann ja davon nicht gehen wir sein. hoffentlich aus, dass sie jetzt in Bern müssen bleiben. Ja, und dort einen ordentlichen Stutz machen. Genau. Also, wir haben jetzt tatsächlich einen Ort gefunden auf Google Das Maps. glaubst du gar nicht, das ist so schwierig. Ja, echt. Wie viel hat er? 1,8. 1,8. Ja, aber es ist alles Ja. so mit 2,4, 2,7, 3,1, Genau. aber 2 Sterne ist wirklich sehr schlecht. Ja, das stimmt. Ich glaube, irgendeine Bank habe ich gemeint. Julius Bär, ja. Julius Bär Bank. Und Achtung, da ist rot. Dorian, welchen Teil von der Schweiz hast du noch nie gesehen und würdest gerne mal besuchen? Montreux. Du willst im französischen Teil von der Schweiz? Tatsächlich, ja. Nur weil ich nicht gerne Französisch habe, heisst nicht, dass ich nicht gerne gesehen habe. Ich gehe gerne nach Frankreich. Das ist ein gutes Argument. Das ist wirklich ein gutes Argument. Wir sind jetzt da. Julius Bär.
Genau, wir finden es eigentlich nicht so schlecht, weil es hat hier ein Informationsschild. Man kann aktiv Geschichte in der Berner Stadt von diesem Schloss, nein nicht Schloss, von dieser Bank erleben. Ebenfalls haben wir auf dieser Seite Wasser, nein nicht Wasser, Ein Veloparkplatz. Ein Veloparkplatz. Ja. Dann, wenn wir uns drehen, Wenn wir uns drehen, hat es auf der anderen Strassenseite eine grüne Zelle. Das heisst, am Mittag Das heisst, am Mittag kann man ins Pärkli. Genau. Ebenfalls sind wir nicht so weit entfernt vom Hauptbahnhof in Bern. Das heisst, In etwa 3 Minuten zu Fuß. Genau. Das heisst, wenn man hier schafft, ist es sicher gut, dass es so nah beim Bahnhof ist. Es hat auch ÖV rundherum, das heisst, es ist recht gut erschlossen und man kommt gut an die Orte Dann hin. müssen wir noch schnell auf diese. Es hat verwitterte Fenster, das heisst, für eine Bank ist es sehr sicher, man kann nicht gut einbrechen. Und das ist ja eindeutig ein Pluspunkt. Für eine Bank, wo Für Geld eine Bank, muss behalten, wenn Leute einbrechen. Das stimmt mir ehrlich gesagt die schlechte Google-Bewertung nicht ganz. Nein, 1,8 finde ich gar nicht abraten. Wir haben gerade 5 Sterne da für die 5 Punkte, die wir hier sammeln. Wir Gerade noch Zeit für den zweiten, weil 80 plus die 46 Momente lange noch nicht, um auf Neuchâtel zu kommen. 3 Billboards. Findet an eurem Ort ein Filmplakat. Hier oben hat es Kino Rex. Ui. Perfekt. Das ist ganz nicht so viel Plakat. Lange, oder? Ja, vielleicht. Nochmal eine. Und wir schließen gerade an. Jetzt eine gute. Keine Angst. Beautiful Mind. Findet eine 20-Minuten-Zeitung und löst die Rätselseite komplett. Oh, jetzt sind wir am Bahnhof zurück. Was ist unser Motto vom heutigen Tag? Geht nicht, gibt's nicht, oder? Hand Zeit weg. Kann man 2 nehmen? Ich meine. Kann man dort auf der Bank sitzen? Ja, ist gut. Zwar ein bisschen exposed, aber... Die beiden haben gerätselt wie die Grossen. Aber es geht nicht mehr lang und unsere Züge kommen in Bern an. Der Jan und Flavia haben sich sicherheitshalber für einen Ortswechsel entschieden, damit sie nicht so einfach gefunden werden. Welches würdest du nehmen, Flavia, wenn du eins aussuchen kannst? Das Auto. Ja. Wenn er fährt, dann ist es gut. Ja, er fährt. Finde ich ein gutes Argument für das Auto. Der Jan hat mittlerweile etwa 50 Minuten Zeit gehabt, irgendwie Gestures zu lösen, was ein bisschen scary ist. Weil er den Zug von Lausanne ist gerade abgefahren. Das heisst, und er ist nicht drauf. Das heisst, falls so Standort viel funktioniert. Credits hat er wahrscheinlich noch nicht. Das heisst, wir haben Zeit, die nächste Fahrt in einer halben Stunde. Wir werden sicher verhindern versuchen, dass er irgendwie dort reinkommt. Nach einer weiteren guten Rätselrunde haben sich die beiden aus Bequemlichkeitsgründen wieder für einen neuen Ort entschieden. Und dann war es soweit. Da, was immer er da macht, aber eben schon mega lang, was mich auch wieder ein bisschen skeptisch macht. Ja, der ist da vielleicht eine Challenge am Lösen. Ja, hoffen wir es. Den Velo-Ding dort oben. Ich bin schon wieder nervös. Du erstichst mich dann noch mit dem Speer da. Ja, also in Bern nehmen wir die auseinander, wie alles passiert. Wir gehen über uns. Wie lange haben wir gesucht? So, wir sind in Bern angekommen und Gianni, hat genau jetzt gerade geschrieben, dass er ihn gefangen hat. genau. Und eigentlich ist das ja sehr gut, weil das heisst, der Gianni und der Micha gehen jetzt wahrscheinlich so Richtung Thun, Ja. wo wir ja eigentlich auch hinwollen. Nur zahlen sie halt für die ÖV und wir nicht. Das ist Yes. sehr gut. Wir Wollen wir noch warten. eine Challenge in Bern machen? Ah, Ist das hier die Frage nun? Ja, Viel Spaß noch beim Ey, so bitte, Rätsel. wir haben... Also, Komm, der Nick und der Dorian kommen. du musst mal schauen, in welche Richtung wir wollen. Gut, kann ich einfach eins rausziehen? Hebst du noch fest? Ja. So das? So. Okay. Wir haben Was ist den hohen das? Schirm so. Wie viel ist es? Der Lieferheld. Findet einen Essenslieferanten, der aktuell unterwegs ist. Hey, das ist hure schwierig. Wir gehen einfach in die Stadt. Oh, das ist mega schwierig. Ich erkläre kurz unseren Plan. Was wir uns vorher überlegt haben, ist, wir wollen langfristig auf Wie heisst das? Burgdorf. Burgdorf.
einfach ein bisschen weg von Bern, dass der Jan nicht einfach dann abhauen auf Lausanne. Ja. Aber wir haben im Moment, es wäre ein bisschen Credit-Verschleuderung. Außerdem fährt der Zug auf Wolfsdorf erst in 24 Minuten, das heisst, der Jan könnte uns wieder verwischen. Darum laufen wir jetzt Richtung Wankdorf, oder wir begeben uns dort. Dort hat es auch eine Station, wo man rein kann. Ja. Und gehen von dort aus dann auf Burgdorf. Und unterwegs können wir vielleicht gerade eine Challenge lösen, mal schauen. Ja. Ein Essenslieferant. Vielleicht können wir vor einem Rest stehen und dann kommt gerade einer raus. Dann sehen wir heute noch Bern ein bisschen. Ja. Das macht sicher auch ganz viel Spaß. Also wir Darum nehmen erlauben wir uns jetzt das mal. Bam. Everest. Oh, das klingt nicht gut. Everest. Begebt euch an einen Ort, wo ihr 50 Höhenmeter höher seid als jetzt. Ihr habt 30 Minuten Zeit. Moment, wir können irgendein Gebäude. Ich hätte eben auch gesagt, Ja, wir müssen aber beweisen, halt mit einer App oder so, dass es 50 Meter sind. Ja. Das heisst, wir müssen das Gebäude können googlen und die Höhe von dem Gebäude wissen. Wir sind jetzt hier gerade bei einem Resti und haben gehofft, dass da vielleicht gerade der Pizzakurier losfährt. Ja, aber es sieht ein bisschen leer und ausgestorben aus, ehrlich gesagt. Also wir tun uns ein bisschen schwer, kann man glaube ich sagen. Es fahren da immer wieder Leute mit grossen Taschen umeinander, aber das ist nicht so... nein, es ist ein Mietvelo. Es ist immer so ein bisschen schwierig, um da zu erkennen, was ist genau ein Essenslieferant. So, wir sind voll in der Planung. Wir suchen gerade das Hochhaus in Bern so schnell wie möglich. Und der Micha und der Gianni sind immer noch da. Ich glaube, sie machen jetzt auch Challenges. Das heisst, wir sind alle drei da in Bern. Aber eigentlich wollen wir sie ja noch nicht gefangen, damit sie unseren Weg schon mal ein bisschen übernehmen können. Aber bald können ja auch das andere Team sie schon wieder fangen. Also es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Wir könnten wirklich selber eine Pizza bestellen, dass einer losläuft. Das Problem ist, das geht halt lang. Ja. Ich fühle mich wie so ein Vlogger. Hallo meine Freunde. Ja, aber ganz ehrlich. Ich bin hier mit meinem Kollegen, dem Gianni. Wir haben jetzt gerade gemerkt, eigentlich lange es ja auch. Also der Bahnhof hat ja nur schon eine gewisse Höhe von da unten da rauf. Und nachher dort geht es nochmal weiter rauf und dann gibt es dort hinten nochmal etwas, was raufgeht. Ja. Vielleicht lange das schon, darum laden wir jetzt eine App ab. Also jetzt haben wir 533. Es verändert sich nicht. Das ist nicht gut. Oh mein Gott, Dorian. Ah doch, jetzt verändert sich. Ah ja. Okay. Was haben wir gesagt? 85 müssen wir haben? 33 plus 50. Ja. 85. Ja, genau. Jetzt sind wir bei 600, ich komme nicht raus. 486. Das langt uns ja? Okay, sie spinnt. Du, das mache ich ja aggressiv gerade die App. Klar erkennbarer Essenslieferant. Das Ding ist, das ist halt so etwas, das kann mega einfach sein. Weil je nachdem hast du Glück und es macht einfach zack, bumm, verwünscht. Ja. Aber es kann halt auch ewig gehen. Johnny sagt nicht viel Schlaues, aber wenn er mal etwas Schlaues sagt, dann ist es sehr schlau. Aber meistens redet er einen Stuss. Wieso gehen wir wieder runter, Dorian? Weil die andere App scheiße war und ich hoffe, die App ist besser. Ja. Es ist ein Auf und Ab. Ah, der Dorian rennt. Wo rennt er denn hin? Finde ich gut. Das zeigt Cool, es zeigt immer noch 465. Ich drehe jetzt wirklich langsam durch. Also seit oben? Ja. Also, wir sind ja, wie wir wissen, gefangen worden. Vor 18 Minuten oder so. Nein. 19 mittlerweile. Und wir haben gerade fast auf die Minute geschafft. Wir können nachher noch ein Bild davon machen. Ja. Also man kann überprüfen, wenn man das will. Die sind nachher einfach mega gechillt gehockt. Aber in meinem Kopf sind die schon schier auf dem Zug auf Lausanne. Wirklich. Die sind schon in Montreux am Dudelsack spielen in meinem Kopf. Ich habe Angst, dass die auch wirklich so einen krassen Vorstoß planen. Die haben sicher so viel Geld gesammelt. Das ist richtig viel Cash. So wie es aussieht, sind der Micha und der Gianni noch in Bern. Was natürlich optimal wäre, weil uns mit jetzt genug Ulis verdient. Dass wenn wir sie fangen, kommen wir noch mal 20 über. Und dann könnten wir irgendwie ein bisschen weiterfahren. Mal weg von da. Du musst mal schauen, da, die Karte anschaust. Wir sind jetzt da. Und wenn wir jetzt hier über die Brücke gehen, dann haben wir den ganzen Bereich mit diesen Pizzerias hier oben. Da lässt man den Jan und Flavio einmal aus den Augen. Die Sonne knallt immer noch voll rein. Und dann haben wir das Problem gelöst. Ist echt die Sonne da? Es ist viel Schatten. Es hilft wirklich gegen Sonne. Ja. Ist wirklich gut. Also wir haben uns jetzt entschieden, wir nehmen einfach beide.
Also der wäre 6,46 und der 5,43. Und jetzt gehen wir rauf. So, wir sind wieder da. Jetzt schauen wir nochmal nach. Jetzt warten wir schnell, vielleicht verändert sich etwas. Ah. Ja, schau mal hier. Schau mal her. Wir haben unsere Rätsel geschafft. Schon? Wolltest du noch kontrollieren, soll ich ein Bild davon machen? Das ist schon komisch jetzt oder so. Wir haben vorige Zeit, ja genau. Habt ihr vorige Zeit? Wir sind unsere Höhe am Messen. Wir wissen nicht wie mit Apps abgeladen, aber wir sind kein einziger Meter. Swiss Topo. Und sonst kann ich dir sagen, ihr seid jetzt, ich helfe euch jetzt da. 9,54. Nein, 5,03. würde ich behaupten. Und so schlag auf Swiss Topo. Swiss Topo. Swiss Topo. Ja, das ist eine App, die das relativ gut angibt. Gut. Dankeschön. Wo müssen wir an? Das ist doch fair. Merci. Ah, sie wollen dort rauf. Gehen sie echt schon wieder fangen? Dorian, ich glaube, sie gehen fangen. Wir müssen jetzt die Challenge lösen. Die gehen mir richtig auf die Nerven. Ich bin richtig sauer gerade. Ja. Wenn uns der Nico wieder fangen, Das wäre so scheiße. das wäre so mühsam. Und wir verwitschen es. Und wenn wir es verwitschen, dann würde ich aber vorschlagen, gehen wir mit dem Bus in die andere Richtung. Nicht zum Bahnhof. Dann fahren wir einfach mal auf eine andere Seite. Und dann wieder zurück. Also da haben wir wieder Pizzeria. Es sieht halt, wenn du jetzt da laufst, dann denkst du, Alles ausgestorben. da ist noch nie ein Lieferant durchgefahren. Sind alle an der Street Parade? Der Jan hat uns ja eigentlich eine App empfohlen, aber die zeigt natürlich auch noch Scheissdreck an. Es zeigen uns alle Apps eigentlich noch Scheissdreck an. Und jetzt haben wir nur noch etwa 7 Minuten Zeit. Das Einzige, was wir jetzt noch gedacht hätten, wir könnten zum Fluss runtergehen, aber das lange zeitlich nicht, weil wir müssen ja 50 Meter höher rauf und nicht weiter runter. Das heisst, wir könnten zwar runtergehen, aber müssen dann nachher wieder raufkommen und das lange zeitlich nicht. So eine verdammte Scheiße. Sagst du? So eine verdammte Scheiße. Ja, ich denke, das noch abbrechen. Wir müssen jetzt 20 Minuten hier rumstehen. Ja. Also jetzt haben wir 6 vor. Dann stehen wir jetzt 20 Minuten da. Und dann geht es weiter. Ohne Punkte. Wir müssen dort bei Migros sein. Ich darf jetzt gerade weiter mitgehen. Man sieht es zwar nicht von so weit. Jan und Flavio haben es jetzt geschafft, nach Bern zu kommen. Jetzt werden sie es nicht gerade aufgeben. Ja. Jetzt werden die alles machen, um sie jetzt gerade noch mal zu fangen. Wie fühlst du dich? Nicht gut. Ich bin gerade jetzt etwas vom Schlechtesten von dieser ganzen Aktion bis jetzt, den ganzen Tag. Weil die Challenge hat mich gerade so sauer gemacht. Ja. Ich habe 3 Apps runtergeladen, die nicht gegangen sind. Sie wäre so simpel. Was ist denn für ein Bus? Ziemlich sicher sind sie nicht drin. Hey? Der Jan und Flavia sind uns jetzt auf der Spur. Wir sind weggerannt von ihnen und haben gerade noch in den Bus hineingeschafft. Wir haben einen Bus gewünscht. Wir gehen jetzt einfach mal. Mit der Challenge sind wir noch nicht weiter. Wir haben noch keinen Essenskurier gefunden. Jetzt sind wir wieder am Bahnhof. Ich glaube, der Bahnhof ist gar nicht so schlecht. Okay, they are coming back, huh? Ja. Langsam, langsam. Oh, irgendwie schnell. Sind sie mit dem Bus unterwegs? Wir müssen hoffen, dass wir irgendwo noch einen Essenskurier finden, aber es ist mega schwierig. Wir sind gefühlt durch halb Bern gelaufen. Kleiner Reminder, warum die aktuelle Situation so spicy ist. Solange der Micha und der Gianni ihre Challenge nicht lösen, also im aktuellen Fall einen Essenslieferant finden, dürfen sie nicht weg von Bern. Sie können die Challenge auch annullieren, aber dann müssen sie, so wie Dorian und ich im Moment, 20 Minuten Strafhocken machen. Sie haben noch versucht, am Bus nachzuzählen, um uns einholen bei der Haltestelle, aber das hat sie nicht geschafft. Und unsere Hoffnung ist halt einfach, dass wir gerade neben dem Bahnhof sind. Und darum können wir das gerade aufhalten, falls jetzt Jan die Micha oder so fangen würde. Also ich meine, wir haben ja genug Punkte zum Abhauen, aber sie haben halt auch viele Punkte, gehe ich jetzt mal sie davon haben jetzt aus. ordentlich gemacht in dieser Stunde sicher. Ich will jetzt behaupten, wir gehen mal am Bernbahnhof. Können wir jetzt da nicht weiterlaufen? Doch, da Bernbahnhof 2 Minuten. Wir warten schon. Haben wir den Bus? Vielleicht fangen wir es noch ab. Dann kommt der Dorian. Hat es ein bisschen scheiße, weil sie müssen bis auf Davos rüberjumpen. Und die müssen alles selber finanzieren. Es sei denn, sie lassen den Micha vorausfahren, was natürlich könnte sein. Das heisst, wir warten jetzt mal ab und hoffen,
dass der Micha und der Gianni auf Thun gehen Ja. und sonst, dass wir den Jan und Flavia aufhalten können. Ah, okay. Darum frage ich mich, ob wir doch einfach das Tram nehmen. Einfach weg. Ja, okay, machen wir. Elfat Kante E würde den Bus Richtung Wankdorf fahren. E. Wo ist Kante sie? E. Also wo sind Sie im Moment etwa? Immer noch am Bahnhofsplatz da. Also eigentlich müsste jetzt irgendwo da unten sein. Da unten, ja. Also unser Problem ist jetzt ist dann gerade unsere Zeit vorbei, wir dürfen wieder loslegen. Ja. Und sie sind relativ nah bei uns. Wir könnten sie also jetzt jagen. Aber wir haben erst etwa am 34. einen Zug auf Thun. Das heisst, es bringt uns gar nichts, wenn wir sie jagen. Und wir wollen ja auch nicht unbedingt sie jagen, weil sie gehen ja, also sie gehen vermutlich auch auf Thun. Genau, ja. Also sie bringen uns etwas. Aber der Jan kann sie halt unterdessen fangen. Gefahr, wenn der Jan sie fängt und dann gerade nach Lausanne abhaut. Dann geschissen. Dann haben wir wirklich geschissen. Richtig Bus in 6 Minuten. Jetzt laufen wir einfach weg und kommen wieder. Ist gut? Wenn wir uns unter die Pfadfinder schleichen, vielleicht fallen wir da nicht auf. Ja. Vielleicht mit dem Regenschirm, meinst du? So. Spannen wir den Regenschirm auf. So sieht man uns nicht. Ich fühle mich wieder Jason Bourne. Ja, wirklich. Okay, da wären wir in der Sackgasse, falls sie jetzt wieder kommen. Wir müssen jetzt wieder zum Bus. Rein von der Zeit her. Essenslieferant, schau. Wir haben in der Nähe Bahnhof bleiben zuerst. Also, es läuft gut. Ich bin wieder siegessicher. Oh, Jan. Ich gehe über die Straße. Ich habe gerade wieder den Jan gesehen, die andere Richtung laufen. Okay, geil. Schnell. Schau, dort ist er. Duck dich. Er ist dort. Er läuft uns um. Der Micha hat schon das Gefühl, er hätte sein Verstecktalent mit dem Löffel gefressen. Nicht. Ob wir da noch mit einsteigen oder nicht, das sehen wir in der nächsten Folge. Unsere Folgen kommen immer am Mittwoch oder am Sonntag. Und für das Videoformat haben wir uns vom YouTube-Kanal Chatlag inspirieren lassen. Die machen die ganze Zeit so Videos, wo sie sich auf der ganzen Welt hinterher rennen. Könnt doch dort mal vorbeischauen.